Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Wie gesund Wildkräuter, dieses heimische Superfood, diese Heilkräuter der Natur sind, hatte ich euch ja schon in diversen Videos gezeigt, die kann ich euch hier nach und nach verlinken. Für all diejenigen aber, die keine Möglichkeit haben, an frische Wildkräuter zu gelangen oder die keine Zeit oder kein Wissen haben, sich eigene Wildkräuter zu sammeln, für die wäre es eine super Alternative, wenn sie sich stattdessen mit dem getrockneten Pulver dieser Heilkräuter täglich versorgen könnten, indem sie sich dieses gesunde Pulver in Rohkostform kaufen oder es sich nach Anleitung dieses Videos selber zubereiten, denn selbst wenn man nicht viel Wissen von Wildkräutern besitzt, so kennt doch fast jeder die einfachsten Kräuter wie Brennnessel, Giersch, Löwenzahn oder auch nur Gras. Ich zeige euch daher, wie ich mein eigenes, gesundes Rohkost-Wildkräuterpulver zubereite und wer möchte, könnte es sich bei mir dann auch bestellen. Für mein gesundes Wildkräuterpulver gehe ich ganz tief in den Wald und pflücke die Wildkräuter nicht am Wegesrand, sondern tief im Wald, wo es keine Hunde gibt, die die Wildkräuter verunreinigen könnten und auch keine befahrene Straßen oder dergleichen. Und natürlich halte ich mich auch von erhöhten Plätzen im Wald fern, wo der Fuchs zum Beispiel seine Hinterlassenschaft ablegen könnte. Und wenn ich auf diese Weise zu mindestens 99% ausschließen kann, dass die Wildkräuter in irgendeiner Form verunreinigt sind, wodurch uns in irgendeiner Form Schaden entstehen könnte, weil ich das inshallah ausschließen kann, wasche ich die Kräuter mit Absicht hinterher nicht. Die Kräuter, die ich also zum Trocknen verwende, wasche ich nicht, denn damit kann ich eine maximale Nährstoffausbeute garantieren, weil viele Vitamine durch das Waschen der Kräuter schon verloren gehen. Das kann ich also durch den Verzicht darauf verhindern. Ferner trockne ich meine selbst gesammelten Wildkräuter nicht im Dörrautomat, sondern lasse sie innerhalb eines Zeitraums einer Woche etwa in meinem dunklen Abstellraum bei ganz normaler Raumtemperatur von selber trocknen, indem ich sie jeden Tag in einem großen luftdurchlässigen Korb mehrere Male wende und durchschüttele, sodass sie auf diese Weise ständig belüftet werden und von allen Seiten gleichmäßig getrocknet werden können. Der Vorteil in meinem Abstellraum ist auch der, dass ich dort immer mein Destilliergerät aufstelle, und da dieser Abstellraum ziemlich klein ist, wird der Raum während des Destillierprozesses auf etwa 30 bis 35 Grad Celsius erwärmt, wodurch die Wildkräuter schneller getrocknet werden und etwaige Schimmelbildung verhindert wird. Wiederum aber ist die Raumtemperatur verhältnismäßig niedrig, dass ein maximaler Erhalt der Vitalstoffe gewährleistet werden kann. Die Vitalstoffe dieser gesunden Kräuter bleiben auf diese Weise bestmöglich erhalten, sogar besser als bei jedem gekauften Produkt, welches sich rühmt, seine Kräuter bei maximal 41 Grad Celsius getrocknet zu haben, denn meine Kräuter trocknen bei maximal 30 bis 35 Grad Celsius, bis sie komplett trocken sind, während sie täglich mehrere Male durchgeschüttelt und gewendet werden und da die Trocknung gleichzeitig auch in einem ganz dunklen Raum stattfindet, wodurch also die lichtempfindlichen Vitamine nicht gestört werden, bleiben auf diese Weise die seltenen Vitalstoffe und wertvollen Heilsubstanzen bestmöglich erhalten. Alhamdulillah. Ich kann also mit Dankbarkeit behaupten, dass mein eigenes grünes Superfood Wildkräuterpulver durch Allahs Hilfe zu den gesündesten, rohköstlichsten Wildkräuterpulvern zählt. Alhamdulillah. Und da Wildkräuter zu den gesündesten und nährstoffreichsten Pflanzen zählen, die nie im Mittelpunkt eines züchterischen Geschehens standen und daher noch das gesamte Spektrum an Vitalstoffen einer ursprünglichen und kraftvollen Wildpflanze enthalten und mit einem ungewöhnlich hohen Mineralstoff- und Vitalstoffgehalt aufwarten können, MashaAllah, und dazu noch robust und widerstandsfähig sind und aufgrund ihrer starken Abwehrmechanismen von Insekten und Pilzen so gut wie nie befallen werden, Subhanallah, und eben diese Abwehrkräfte schenken sie dann auch den Lebewesen, die sie zu sich nehmen. Aufgrund dieser vielen gesundheitlichen Vorteile sollte man sich diese Schätze der Natur nicht entgehen lassen. Jeder Mensch wäre daher gut beraten, wenn er sich diese Wildkräuter entweder in frischer Form und wenn das nicht geht, dann mindestens in getrockneter Form täglich zuführen würde, denn diese Kräuter wirken nährend, entgiftend, reinigend, heilend und reparierend auf unseren Organismus, abgesehen davon, dass sie auch das wertvolle Chlorophyll enthalten, denn Chlorophyll ist grünes Sonnenlicht.
Je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, umso höher ist sein gesundheitlicher Nutzen. Der Einfluss, den grüne Lebensmittel auf die Qualität und die Reinheit unseres Blutes haben, ist unvorstellbar groß. Chlorophyll wird daher auch grünes Blut genannt. Je gesünder daher unser Blut ist, umso gesünder sind wir auch selber. Untersuchungen haben gezeigt, dass Chlorophyll aus Lebensmitteln oder auch Chlorophyllextrakt einen positiven Effekt auf die Bildung von roten Blutkörperchen im Knochenmark haben. Eine Studie der Universität von Chicago zeigte beispielsweise im März 2015, dass grünes Gemüse Demenz vorbeugen kann. Eine andere ergab schon im Jahre 2010, dass Blattgemüse vor Diabetes schützen kann. Ferner behebt Chlorophyll einen Eisenmangel, einen Magnesiummangel, Chlorophyll entgiftet, Chlorophyll bremst Krebszellen aus. Grüne Lebensmittel sind die üppigsten Quellen einer Vielzahl äußerst wirksamer Phytonährstoffe. Wer daher wirklich gesund bleiben oder werden will, sollte sich möglichst täglich chlorophyllhaltige Lebensmittel zuführen. Und die allergesündesten chlorophyllhaltigen Lebensmittel sind eben die Wildkräuter, diese Heilkräuter der Natur, unser heimisches Superfood. Mein Video dazu, wie gut man mit Chlorophyll entgiften kann, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Grüne Lebensmittel sind also grandiose, natürliche Vitalstoffbomben und sie warten nur darauf, von uns entdeckt zu werden, um uns in jeder Hinsicht zu unterstützen, zu verwöhnen und zu heilen. Und weil Wildkräuter uns seltene Vitalstoffe und wertvolle Heilsubstanzen schenken, und da sie auch noch kostenlos im Wald wachsen, wäre jeder gut beraten, sich dazu zu informieren und wenigstens die bekannten Wildkräuter wie Löwenzahn, Brennnessel, Giersch und so weiter wenigstens einmal im Monat zu sammeln und sich daraus solch ein gesundes Wildkräuterpulver selbst herzustellen. Für mein Wildkräuterpulver habe ich jetzt unter anderem folgende Wildkräuter gesammelt und getrocknet. Zum einen die oben schon gezeigten. Hier sehen wir jetzt den Ackerschachtelhalm mit einem hohen Gehalt an Kieselsäure. Er gilt als gewebestärkend und blutstillend bei Nieren- und Blasenleiden, brüchigem Haar und Nägeln, Entzündungen, Wunden sowie zur Blutreinigung wird er ebenso verwendet. Eine super geniale Heilpflanze, Mashallah. Um ihn von dem giftigen Sumpfschachtelhalm zu unterscheiden, kann man folgendermaßen vorgehen. Einfach die Pflanze am Stängel samt dazugehörigen Seitentrieben zusammendrücken und oberhalb der ersten Stängelscheide samt dazugehörigen ersten Gliedern an den Seitentrieben auseinanderreißen. Dabei zeigt sich beim Ackerschachtelhalm ein Besen, wie hier zu sehen ist, denn die kürzere Mittelachse wird von längeren Seitensprossen umringt. Beim giftigen Sumpfschachtelhalm wäre es genau andersherum. Da wäre die längere Mittelachse von kürzeren Seitensprossen umringt, wie hier im linken Bild zu sehen. Den giftigen Sumpfschachtelhalm findet man aber auch nur in sumpfigen Gegenden, den Ackerschachtelhalm dagegen auf Äckern, Wiesenrändern und Böschungen. Der gesunde Ackerschachtelhalm hilft bei Bindegewebsschwäche, bei Blasenproblemen, Blutungen, Husten und Nierenproblemen und seine Eigenschaften sind adstringierend, blutstillend, gewebefestigend, kräftigend, schleimlösend, wassertreibend. Und seine besonderen Inhaltsstoffe sind die Carbonsäure, Flavonoide, Glykoside, Kalium und Kieselsäure. Als nächstes sehen wir hier jetzt die Goldrute. Sie hilft bei Blasenentzündungen, Blasenproblemen, Diabetes, Halsschmerzen, Heuschnupfen, bei Nierenproblemen, Nierensteinen, Pilzinfektionen, Prostatabeschwerden, Rheuma und Wassersucht. Und ihre Eigenschaften sind adstringierend, entwässernd, entzündungshemmend, harntreibend, schleimlösend und wundheilend. Und ihre besonderen Inhaltsstoffe sind ätherische Öle, Bitterstoffe, Flavonoide, Gerbsäure, Natrium und Saponine. Dann haben wir hier noch den Giersch, den sicher die meisten schon kennen. Den hatte ich auch schon in meinen anderen Videos besprochen. Unter anderem ist er sehr Vitamin C reich, wirkt antibakteriell, antimykotisch, entsäuernd, entzündungshemmend, harntreibend und kräftigend. Die Luzerne, die kennt ihr auch schon von meinen anderen Videos, die wächst aus den Alfalfa-Sprossen hervor. Und der Löwenzahn, den natürlich auch jeder kennt. Und der unter anderem auch Vitamin C, Vitamin B2, A, Phosphor, Magnesium, Kalium, Inulin, Cholin und Bitterstoffe enthält. Das waren so die hauptsächlichsten Kräuter, die in meinem Wildkräuterpulver vorkommen. Unter anderem, hier seht ihr jetzt, wie ich diese Kräuter in diesen großen, luftdurchlässigen Korb in meinen Abstellraum gebe und wie ich sie durchmische und wende, damit sie so gut durchlüftet werden und von allen Seiten gleichmäßig trocknen können. Und das tun sie in einem komplett dunklen Raum. Wie schon erwähnt, sodass die lichtempfindlichen Vitamine weitgehend geschützt bleiben. Und wie gesagt, jeden Tag wird dann mindestens einmal alles hier durchgemischt
gemischt und aufgeschüttelt, damit wirklich überall Luft rankommen kann von allen Seiten und die Kräuter wirklich gleichmäßig trocknen können. Und wie oben eben auch schon erwähnt, befindet sich in diesem Raum mein Destilliergerät und während des Destilliervorganges wird der Raum eben sehr gut erwärmt, sodass eben die Kräuter viel schneller trocknen können auf diese Weise. Hier sehen wir dann das Gerät stehen. Ja, und die Kräuter liegen dann in diesem Raum mindestens 6 bis 7 Tage lang und werden jeden Tag durchgeschüttelt und gewendet. Am 6. Tag sehen wir, dass die Kräuter schon relativ trocken sind. Sie rascheln dann auch schon, wenn man sie jetzt hier durchschüttelt, aber sie sind noch nicht vollständig trocken. Die müssen dann noch mindestens 2 Tage weiter hier drin liegen, bis sie komplett trocken sind. Die müssen halt wirklich ganz knochentrocken sein, bevor wir sie dann zu Pulver vermahlen werden. Am 8. Tag sind sie dann wirklich knochentrocken und dann könnten wir sie jetzt in eine Schüssel geben, um sie dann letztendlich in der Küchenmaschine zu vermahlen. Sie haben stark an Volumen abgenommen durch den Trocknungsprozess und passen jetzt alle in diese kleine Schüssel hinein. Und jetzt kommen die ganz getrockneten Kräuter in eine Küchenmaschine und werden erstmal vorgemahlen. Und sobald wir das getan haben, werden wir dann die Strunke entnehmen und so kleine Ästchen und so weiter entnehmen. Also größere Ästchen, die nicht vermahlen wurden, die entnehmen wir hier und sortieren die aus. Dann kommen diese vorgemahlenen Wildkräuter in eine Schüssel, werden nochmal kurz weiter aussortiert und dann fahren wir fort und vermahlen die restlichen getrockneten Wildkräuter mit der Küchenmaschine, wie wir das eben jetzt schon gesehen haben. Der gleiche Prozess wiederholt sich dann hier mehrere Male, bis eben alle Wildkräuter mit der Küchenmaschine grob vorgemahlen wurden und danach, sobald wir die auch nochmal aussortiert haben, werden wir dann diese vorgemahlenen Wildkräuter mit der Kaffeemühle, also mit der Gewürzmühle, zu feinem Pulver vermahlen. Hier sehen wir jetzt diese Gewürzmühle und daran werden jetzt diese gesunden Wildkräuter zu feinem Pulver vermahlen. Und dieses Pulver kommt dann letztendlich idealerweise in ein dunkles Glas. Das hatte ich allerdings nicht vorrätig, deshalb kommen die einfach in einen Plastikbehälter. Natürlich ein BPA-freier Plastikbehälter, in dem dann dieses gesunde Wildkräuterpulver lichtgeschützt, feuchtigkeitsgeschützt und temperaturgeschützt aufbewahrt werden kann. Und so kann sich dieses wertvolle, vitalstoffreiche Green Power Rohkost-Wildkräuterpulver viele Monate halten. Besonders für den Winter ist es natürlich super gut geeignet, wenn man nicht mehr so viele Kräuter findet, um sie sich zum Beispiel täglich zu entsaften. Dann kann man wenigstens auf das Trockenpulver zurückgreifen, um trotzdem täglich an diese Vielfalt an Nährstoffen zu gelangen. Aber natürlich kann man dieses wertvolle Pulver das ganze Jahr über benutzen. Ich benutze es zusätzlich zu meinen täglichen Wildkräutersäften täglich in meinen Salat. Ebenso könnte man das Pulver zum Beispiel in einen Smoothie geben, in einen grünen Smoothie, aber auch in jeden anderen Smoothie, um diesen nochmal mit einer extra Portion Nährstoffen aufzupeppen. Denn mit solch einem gesunden Smoothie könnte man eine ganze Mahlzeit ersetzen. Und da sollten dann alle notwendigen Vitalstoffe, die der Körper benötigt, nicht fehlen. Und wenn man bedenkt, führt man sich ja mit einem Teelöffel Wildkräuterpulver mindestens 2 ganze Hände voll Wildkräuter zu. Denn durch den Trocknungsprozess verlieren sie ja das ganze Wasser und werden dadurch komprimiert in ihrer Vitalstoffdichte. Eine weitere Möglichkeit wäre, sich das hochwertige Rohkostpulver einfach über das fertige Essen drüber zu streuen, um so die gekochte Nahrung immens mit Nährstoffen aufzuwerten. Und so könnte man dieses gesunde Pulver theoretisch in jedes Essen oder über jedes Essen streuen. Wer jetzt gerne dieses Pulver bei mir bestellen möchte, der könnte dies tun in Form von 50 Gramm Beuteln. Also ich gebe 50 Gramm von diesem Pulver da in solch einen Plastikbeutel und der kommt hinterher in einen dunklen Papierbeutel, damit die Vitamine darin lichtgeschützt bleiben, bis sie beim Empfänger ankommen. Wer da also Interesse hat, der schreibt mich einfach per E-Mail an. Genauso gut jedoch könnte jeder jetzt sein wertvolles Wildkräuterpulver selber herstellen, denn wie einfach das geht, habt ihr ja jetzt in diesem Video gesehen. Und dass dieses Wildkräuterpulver jedem anderen gekauften Grünpulver, sei es von Gerstengras oder Weizengras oder anderen Grünzeugs, weit überlegen ist, das habt ihr ja jetzt im Video erfahren.
Denn zum einen besteht unser Pulver aus Wildkräutern, den nährstoffreichsten Pflanzen dieser Welt, die in ihrer Nährstoffdichte dem gezüchteten Gersten- oder Weizengras weit überlegen sind, ebenso in ihrer starken Abwehrkraft, die sie demjenigen übermitteln, der sie verzehrt. Und zum anderen besitzt dieses Pulver Rohkostqualität, welches einen maximalen Vitalstofferhalt garantiert, weil es bei maximal 35 Grad Celsius getrocknet wurde. Der Trocknungsvorgang wird schonender und effektiver durchgeführt als bei jedem anderen gekauften Pulver. MashaAllah. Damit ist dieses Gesundheitsvideo beendet. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachmachen und hoffe, dass ich euch mit den Informationen in diesem Video von Nutzen war. Ich wünsche gute Gesundheit und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und dieses Video mit euren Freunden und Bekannten zu teilen. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.